Hi, in diesem Video schauen wir uns an, wie wir eine 3CX V16 installieren in der neuesten Version mit dem letzten Update und auch noch aktivieren können, zumindest bis 30.09. Danach kann es sein, dass die Aktivierungsserver von 3CX nicht funktionieren. Wir brauchen dafür ein Debian 10, nicht das 3CX-Image, sondern ein Blanco Debian 10. Das finden wir zum Beispiel noch im Debian-Archiv, wie hier. Da nehme ich mir eben den Offline-Installer, auch schon mit den Offline-Paketen. Habe ich hier eine VM vorbereitet. Ihr könnt es natürlich installieren, wo ihr wollt. Das geht überall. So, ich habe das ISO schon eingehangen. Ich mache nicht die grafische Installation, sondern die klassische, so wie auch das Image von 3CX auch ausgerollt wird. So, ich erzähle gleich, warum wir das Ganze machen. So, habe nur mein Tastaturlayout ausgewählt. So, warum machen wir das Ganze? Also generell langfristig ist das keine Lösung. 3CX hat den Support eingestellt, die Aktivierung ist aber bis 30.09. noch möglich. Und es kann sein, dass es irgendein Szenario gibt, warum das notwendig ist, dass ihr noch eine 3CX V16 installiert. Darum zeige ich euch das hier. Wichtig ist auch zu sagen, Debian 10 ist auch out of date, hat Sicherheitslücken, wird nicht mehr supported. Wir haben Stand heute Debian 12 als aktuelles Betriebssystem. Also drum, das birgt alles Gefahren und Risiken und sollte einfach nur dann verwendet werden, wenn es gerade zwingend notwendig ist. Und für den Zweck zeige ich euch, wie das Ganze geht. So, die Netzwerkkonfiguration passt für mich hier. Gegebenenfalls könnt ihr hier auch Anpassungen vornehmen. So, wir installieren hier einmal jetzt einfach nur ein Blanco Debian 10. Warum machen wir das? Weil die APK-Pakete auch im normalen Image nicht mehr runtergeladen werden können. Aus diesem Grund installieren wir das Ganze auf einem Debian 10 und tun uns dann die 3CX manuell installieren. Darauf lege ich auch einen Fokus in diesem Video. Wenn euch das hier nämlich zu schnell ging mit der Formatierung, dann bitte ein separates Tutorial anschauen, wie Debian einfach installiert wird. Das hier ist momentan die Standardinstallation von Debian. Ich lege Fokus in diesem Video darauf, wie ich die 3CX V16 installiert und aktiviert bekomme. So, dann sind wir bei der Frage, ob wir zusätzliche Pakete laden wollen. Das wollen wir nicht. Und hier kommen wir schon zur ersten Herausforderung. Die ganzen Server, die hier angeboten werden, funktionieren mit Debian 10 nicht mehr, weil wir eben hier out of date sind. Das heißt, wir müssen hier einmal manuell unseren Debian Archiv Mirror eintragen, der da lautet archive.debian.org. Also archiv.debian.org muss hier einmal rein. Dann der Debian, die Directory passt mit /debian. HTTP-Proxy können wir freilassen, also ihr habt einen in eurem Netzwerk, den ihr benötigt. Und jetzt würde sonst, was vorher fehlgeschlagen wäre, eben kann er sich jetzt auch die Pakete abholen. Das ist okay, dass er eben hier sagt, dass er hier die Warnung ausbringt. Das tun wir mit Continue weiter bestätigen. Oder falls ihr die Installation in einer anderen Sprache habt, das natürlich auch geht, eben hier dann mit weiter bestätigen. So, dann ist auch hier nochmal die Frage, wo wir Nein sagen. So, und jetzt werden unsere Pakete gleich runtergeladen. So, ich tue die grafische Oberfläche abwählen. Ich mache die gleiche Installation, wie auch 3CX sonst die Images bereitstellt. Wir brauchen auch keinen Print-Server für 3CX. Den SSH-Server, den tue ich allerdings aktivieren, weil ich gleich nachher die ganze 3CX-Installation über SSH vornehme. Ist aber nicht zwingend notwendig. Die Standardsysteme Utilities lasse ich. Ihr könntet auch das Ganze ja hier über die Konsole machen, also ihr braucht kein SSH. Ich aktiviere aber und installiere SSH für mich. So, jetzt warten wir, bis die Pakete installiert sind. So, hier kommt jetzt noch die Frage nach dem Group Bootloader. Ich habe nichts anderes hier installiert und im normalen Setup ist auch so, dann eben ist das so auszuwählen, wie ich es gerade ausgewählt habe.
Ansonsten kann es natürlich sein, was aber nicht zu empfehlen ist, wenn du hier gerade das Linux installierst auf dem Rechner, wo noch andere Betriebssysteme sind, dann bitte hier die Anpassung für den Bootloader vornehmen. Und jetzt haben wir unser Debian auch installiert, noch keine 3CX, aber unser Debian ist installiert und jetzt loggen wir uns hier einmal in die Konsole mit dem Root-User an. So, der nächste Step, den ich mache, ist, dass ich mir den SSH-Zugang aktiviere. Diesen Schritt kannst du auch überspringen, wenn du einfach die folgenden Dinge, die wir für die 3CX machen, direkt hier in der Konsole ausführen möchtest. So, ich springe einmal hier zu Permit Root Login und ändere diesen Eintrag auf Yes, damit wir uns über den Root User auch per SSH anmelden können. So, das war ein klarer, elementarer Fehler, ohne den das Ganze nicht funktionieren kann. So, das Ganze einmal speichern. Okay, und jetzt müssen wir den SSH-Dienst neu starten. Ich mache gleich einfach einen kompletten Reboot. Wie schon gesagt, dieser Schritt kannst du überspringen, wenn du nämlich hier in der Konsole arbeitest. Ich gehe jetzt aber aus der Konsole raus und mache alles weitere hier über SSH. So, jetzt habe ich dir eine Reihe an Befehlen vorbereitet, die der Reihe nach ausgeführt werden müssen. Die Befehle sind auch alle unten in der Beschreibung verlinkt. Das erste, mit dem wir anfangen, ist ein apt-update und upgrade. Dann folgt der nächste Befehl. So, dann müssen wir einmal die erforderlichen Pakete installieren. Das wäre dieser Befehl hier. So, ich habe gerade den Schritt nochmal mit den Repository-Eintragen wiederholt. Jetzt machen wir nochmal ein apt-update. Ja, eventuell müssen wir noch apt konfigurieren, um fehlende Signaturen zu akzeptieren. Jetzt versuchen wir nochmal. Ah, und da geht's doch schon. Und da kommt unsere 3CX. Version 18. 0931. So, die Schritte sind alle in der Beschreibung unten verlinkt, dass wirklich nur die Befehle, egal ob über SSH oder direkt in der Konsole 1:1 eingetragen werden müssen. Und ich sage herzlich willkommen in der 3CX und jetzt kommt der Setup, den ihr auch schon kennt, eigentlich, dass ich nämlich jetzt sage, ja, ich möchte meinen Webbrowser benutzen, um das Ganze zu konfigurieren. Jetzt kommt aber das Aber. Eine neue Station, klar, würde jetzt so erstmal durchlaufen, aber eine Lizenzaktivierung ist nicht möglich und ein Backup von einer aktuellen 18.09.35 auch nicht, weil wir haben jetzt eben die 18.09.31. Darum dürfen wir jetzt noch Folgendes machen. Wir sagen nämlich jetzt, und da sind wir doch schon. So, das heißt, es hat einmal noch ein apt-update allow authenticated gefehlt. Und dann funktioniert auch unser 18.09.35 Update, was ganz wichtig ist. Jawohl. Und jetzt ist auch das installiert. Und jetzt können wir ganz normal im Browser, wie das bekannt ist, unseren 3CX Setup starten und entweder eine neue 3CX V16 180935 installieren und aktivieren oder ein bestehendes Backup einspielen. Das heißt, du kannst jetzt einfach im Browser gehen und den Setup aufrufen, 15 unverschlüsselt, unsere 3CX aufrufen
Und dann sage ich herzlich willkommen und du kannst entweder deine neue 13X V18 installieren oder kannst mittels eines Backups deine 13X wiederherstellen. Das war's. Ich wünsche dir viel Spaß mit 13X V18 oder dann mit der neuen V20.